Meine Motivation ist, schöne Möbel zu erschaffen mit Hilfe von Epoxidharz und noch Holz zu verwenden, aus dem sich sonst keiner was macht. Also es wäre eigentlich Brennholz, es wäre eigentlich ja, Abfall. Roland Kohlers Leidenschaft ist die Arbeit mit Holz und Epoxidharz. So, hier haben wir unseren wunderschönen europäischen Nussbaum, aus dem wir unseren Epoxidharztisch machen. Ich kann aus diesem Bereich sonst keine Schublade bauen, keinen Stuhl bauen. Er ist knorrig verwachsen, er ist gerissen. Und mit dem Epoxidharz kann ich diese Stelle alle wieder verfestigen. Ich kann einfärben, ich kann mit Pigment arbeiten und kann so aus diesem eigentlich kaputte Holz nochmal ein schönes Möbel fertigen, was wieder für die Ewigkeit hält. Holz, aus dem sich sonst keiner mehr was macht. Eigentlich als Möbelholz ungeeignet, Abfall. Aber für Roland Kohler ist es Holz, das eine Geschichte erzählt. Irgendwann hier im Hinterland des Bodensees gewachsen. In Salem betreibt Roland seine Schreinerei. Manches Holz kriegt man auch mit dem Epoxidharz nicht mehr gerettet. Aber das wird umso besser, weil das Brett jetzt schon fast von selber entscheidet, wie es wird. Das sind dann Sachen, die kann man nicht beeinflussen. Hier beispielsweise, in dem Bereich ist es noch stabil. Das bedeutet aber für mich nachher, dass man wieder eine leichte Symmetrie hinkriegt, muss ich einfach nach dem Aushobeln hier nochmal im Säuberungsprozess hier nacharbeiten. Und deswegen wird jedes Holz dann auch ein bisschen anders. Das ist Gefühl und Erfahrung. Irgendwann erkennt man es, wie es hingehört oder doch noch mal lieber so ein bisschen rüber oder genau. Vor dem Epoxidharz gießen werden wir die zwei Teile jeweils miteinander verbinden, verleimen. Hier machen wir eine Trennung rein, dass wir mit den Bauteilen dann jeweils nur an die entsprechende Maschine können. Nach diesem Abricht- und Fügevorgang machen wir hier mal das Winkelzeichen drauf, dass wir wissen, wo wir jetzt 90 Grad haben. Jetzt gehe ich an die dicke Hobelmaschine und mache die andere Seite. Ja, so langsam kommt die Maserung raus von den Brettern. Und hier wird jetzt eigentlich zum ersten Mal deutlich die Vielseitigkeit und die unterschiedliche Farbgebung, was dann auch nochmal durch die Oberfläche, wo wir machen mit dem Öl und natürlich auch durchs Epoxidharz einfach auch nochmal angefeuert wird. Auch wenn Roland der Fachmann für die Holzbearbeitung ist, Epoxidharztische wie diesen entwickelt er gemeinsam mit seiner Frau Julia. Hier trifft Handwerk auf Design. Und in der gemeinsamen Arbeit entstehen Unikate, Kunstwerke aus Holz und Harz. So, und wir sind jetzt hier von... Und wenn wir das dann hinterfräsen, wieder mit unserer Schweizer Kante, können wir durchgucken. Ja, wir müssen es auf jeden Fall so machen, dass der als Ganzer drin bleibt und der aber auch. Ja, weil dann habe ich da oben diese 3 Augen. Ja, und dann bricht das so richtig schön aus der Mitte raus. Genau. Eigentlich wie, keine Ahnung, wie so eine Knospe, wo gerade aufspringt oder so. Das ist voll gut. Ja. Und wir überziehen diese Schweizer Kante ein bisschen mit der Idee, dass
die Kanten, also an der Stelle, wo wir das Epoxidharz haben, transluzent sind. Das heißt, wenn durchs Fenster die Sonne irgendwie reinscheint, dann schimmert das in dieser Platte, also richtig, richtig toll. Und an den Stellen, wo wir das nicht wollen, weil darunter das Tischgestell platziert sein wird, haben wir noch einen schwarzen Layer unter dem Epoxidharz. Das heißt, wenn ich auf den Tisch drauf gucke, werde ich nur die Platte sehen, aber kein Gestell. Also wir haben jetzt überlegt, dass wir mit einem Gold-Schwarz-Mischung arbeiten. Da entsteht dann so eigentlich ein dezenter Olivton. Und das ist ganz schön, weil ja auch der Nussbaum hier diese grünen Einläufe hat. Und das können wir eigentlich mit dem Harz, das wir dann verwenden, wiederholen, die Farbe. Also ich finde es immer richtig toll, wenn Harz und Holz irgendwo eine Harmonie haben. Ich bin jetzt am Abreinigen von der Baumkante. Den Wascht nennt man das. Das ist zwischen Rinde und dem Splintholz. Das ist einfach Material, was beim Gießen stört. Das bedeutet, wenn ich jetzt diesen Bast mit eingieße würde ich Gefahr laufen, dass ich keine richtige Verbindung zum eigentlichen Holz hinkriege. Dieser Schmutz, der könnte sich auch beim Gießvorgang einfach ablösen. Und manchmal setzt er sich ab, manchmal schwimmt er auf und manchmal bleibt er mitten drin. Und dann habe ich Schmutz mit in meinem Gießling. Und so richte ich jetzt jedes von den 4 Teile her, bevor ich dann zur Schalung gehen kann. Das wird jetzt die Trennschicht zwischen Schablone, die wir hier aus Spanplatte gemacht haben, aus Spanplatte roh, und unserem Epoxidharz bzw. unserem Material von unserem runden Gießling. Das brauche ich, damit ich eine Trennschicht zwischen Schablone und Harz habe. Wenn ich unsere Nussbaumteile direkt auf die Spanplatte lege und dann gieße, dann habe ich eine extrem stabile Verleimung, Verklebung zwischen Nussbaum und Spanplatte. Und das möchte ich nicht. Ich mache mir einfach lieber hier kurz die Arbeit und klebe das ab. Und dann muss ich hier einfach darauf achten, dass ich die Bahne überlappen lasse, dass mir kein Harz zwischen das Tesa laufen kann. Aber es ist einfach ein Fakt, durch irgendein Löchle läuft immer ein bisschen Harz. Durch Unachtsamkeit irgendwo eine Lücke gewesen in der Schalung, Silikon noch nicht ganz trocken oder mit dem Gießling so in Schalung reingefahren, dass das Tesa verletzt hat oder die Silikonfuge wieder aufging, aber dann liegt ja der Gießling drauf und dann nimmst du den ersten Eimer und den zweiten Eimer, dann fließt es ja so schön und irgendwann fängt es dann an zu tropfen. Und dann hält auch kein weiteres Silikon mehr von außen oder ein Tesa. Du kannst einfach nur zuschauen und warten, bis die 1 oder 2 Eimer einfach ausgelaufen sind. Auch für den Schreinermeister immer wieder kritische Momente. Selbst wenn jeder Arbeitsschritt genau geplant ist, Arbeiten mit Epoxidharz kann sehr überraschend sein. Ich stelle jetzt mal hier den Zirkel ein auf einen Radius von 76,2. Der Fertigradius ist ja in Summe 1,50 Meter. Und wir müssen immer noch ein bisschen mit Zumaß arbeiten, damit wir noch Material haben, wo wir wegfräsen können. Sehen wir hier mit unserem Riss, kriegen wir hier jetzt das Zumaß hin. Und zwar so, dass unsere Schweizer Kante, so wie wir das mit der Julia besprochen haben, hier nach innen rein gefräst werden kann. Die sogenannte Schweizer Kante ist ein sich nach außen hin verjüngender Rand.
Einfach gesagt, die dicke Platte wird zu den Tischrändern hin ganz dünn. So wirkt die Fläche sehr filigran, später an den Epoxidharzflächen sogar durchscheinend. Ich habe zuerst mal hier diese Mitteltrennlage einzogen, weil wir die zwei Gießlinge separat voneinander gießen. Also zeitgleich, aber örtlich getrennt mit einer Trennfuge, weil sonst passt mir dieses Bauteil nicht mehr durch die Schleifmaschine. Wichtig ist, dass man einfach auch hier diese Schnittstelle, wo die Trennleiste auf die Schalung kommt, dass man das auch abfugt mit dem Silikon, was man hier sieht, dass das Epoxidharz nicht unter der Trennung durchwandert und mir die zwei Teile doch wieder verklebt. Das ist jetzt diese Trennpaste, die mir hier einfach vorsichtig gleichmäßig aufträgt. Es ist ein sehr hoher Grad an Bienenwachsanteil drin. Es hat keinen Einfluss nachher auf das Epoxidharz als solches, sondern hat eigentlich nur die Aufgabe, eine Trennschicht herzustellen. Ja, das ist so ab dem Zeitpunkt. Ich möchte jetzt sagen, da wäre die Arbeitsschritte dann ein bisschen lästig, weil wir will jetzt endlich mal anfangen. Aber es ist schon, Vorfreude ist, glaube ich, das Richtige. Ob Roland Kohler wirklich sorgfältig abgedichtet hat, wird sich zeigen. Der Schaden wäre groß, wenn die 40 Liter Harz bereits auf dem Tisch verteilt sind und eine Stelle tatsächlich undicht wäre. Wir haben jetzt die Teile gesäubert und gereinigt, die Gießlinge. Und wir werden jetzt stabilisieren. Und das bedeutet, wir machen jetzt uns eine Mischung vom Epoxidharz an mit Mischungsverhältnis von 1:0,4 in dem Fall. Mit einem Harz, das eine Gießhöhe hat von 2 bis 5 Zentimeter. Das ist dann das gleiche Gießharz, was man auch für den Hauptguss nachher verwendet. Der Hauptgrund ist eigentlich, warum man das stabilisiert, dass man unseren Schwamm ein bisschen verhärtet im Vorfeld schon. Nicht, dass das Harz früher fertig trocknet oder durchtrocknet und aushärtet, bevor sämtliche Luft entwichen ist. Ansonsten hat man ein bisschen unschöne Luftblase im Harz selber. In flüssigem Zustand enthält Epoxidharz giftige Substanzen. Ausgehärtet ist es laut Hersteller aber lebensmittelecht. Das muss man dann verrühren, bis man den Härter nicht mehr sieht, bis der keine Schliere mitzieht. Also das geht dann pro Mischung ja, so 3 Minuten. Ganz besonders die offenen Stellen im Holz, wie Astlöcher oder auch poröse Vertiefungen, die sogenannten Schwämme, tränkt der Schreiner sorgfältig mit dem Epoxidharz. Sorgfalt ist auch bei den weiteren Prozessen entscheidend. Roland Kohler und sein Mitarbeiter, Schreinermeister Robert Gunzert, gehen äußerst behutsam vor. Denn die Holzteile dürfen keine Löcher in der Schalung verursachen. Läuft das Epoxidharz später an einer Stelle aus, ist es nicht mehr zu stoppen und alles war umsonst. Okay. Ein bisschen zu dir. Gut. So ist ganz gut, ja. So ist super. Okay. Dann machen wir jetzt unsere Widerhalterklötzle hin. Okay. Setzen wir uns den mal hin. Gehen wir da gerade ein bisschen rüber. Den auch. Okay. Wir müssen die Gießlinge nach unten zwingen mit einem Abstandshalter da hinten, damit, wenn wir nachher gießen, dass das Epoxidharz
die Gießlinge nach oben treibt, nach oben steil gelegt. Sonst schwimmen die auf und so sind die einfach fixiert und bleiben auch so, bis das Harz durchgehärtet ist. Das Epoxidharz ist ja ein chemisches Produkt, besteht aus Komponente A, dem Harz, und Komponente B, dem Härter. Das genaue Abwiegen ist wichtig, dass kein falsches Mischungsverhältnis sich ergibt, weil sich dann einfach eine komplett andere chemische Reaktion einstellt. Dann wird das Pigment abgewogen in der richtigen Intensität, wird dann dem Harz zugeführt, dann wird nochmal vermischt und gerührt. Vorbereitungen für die erste Gießschicht. Möglichst schwarz, undurchsichtig, damit das Fußgestell später nicht von oben durch die Platte zu sehen ist. Ein wichtiger Punkt ist, dass man langsam, gleichmäßig den Eimer in die Form gießt, dass man nicht durch zu hektische Gießbewegungen wieder viel Luft reinkriegt und nach dem ersten Eimer auch, also 4,2 Kilo sind es ja insgesamt, mal Pause macht, um dem Harz einfach die Zeit zu geben, dass es fließen kann. Durch die kleinen Bläschen entlüftet sich das Harz praktisch selbst. Das Epoxidharz sucht sich seinen Weg. Und am nächsten Tag geht es weiter. Der erste Guss ist jetzt ungefähr 20 Stunden in der Form, hat jetzt so eine Honigkonsistenz und ist jetzt eigentlich genau im richtigen Moment, um den zweiten Guss zu machen. Dadurch verbindet sich der zweite mit dem ersten, wenn die chemische Reaktion noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Ich bereite jetzt die Harzmenge vor für die zweite Schicht, so 20, 22 Kilo, die man jetzt nochmal anmacht. Der einzige Unterschied, was wir jetzt machen, wir möchten jetzt mehr Goldpigmentanteil in diesem Harz. Und die Grundfarbe schwarz nehmen wir ein bisschen runter und die schwarze Paste, die lassen wir komplett weg. Weil jetzt möchten wir so ein bisschen transluzent erreichen, dass man noch ein bisschen in die Aschlöcher rein sieht, dass man noch ein bisschen Baumkante sieht. Genau, dass der Tisch ein bisschen Tiefe kriegt. Epoxidharz ist ein sehr flexibler, komplexer Werkstoff und hat seinen Preis. Allein für den geplanten Tisch kostet das Material 1.000 €. Der zweite Guss ist sowohl das Schönste als auch das Schlimmste, weil es ist nochmal die Frage, ist die Schalung auch an der Stoßstelle oben dicht? Reicht die Harzmenge aus? Wie bewegt sich's? Habe ich den richtigen Zeitpunkt? Ist mein Harz im Eimer schon zu warm oder fließt er so, wie ich will? Oder hat man doch irgendwas übersehen? Weil das zeigt das Harz dann einfach ganz direkt und unverblümt, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ja, man hat dann einen Versuch und dann ist vorbei.
Wir haben schon sehr, sehr viele Sachen gegossen, da war es einfach zu warm. Und dann setzt dieser chemische Prozess zu schnell ein. Und wir sagen dann in der Werkstatt immer, und dann fliegt dir das um die Ohren. Weitere 2 Wochen braucht die Gussplatte, um in der Schablone auszuhärten. Erst dann können die Schreinermeister das Ergebnis prüfen. Der Ausschalungsprozess wird nie zur Routine. Wenn man jetzt feststellt, okay, das Harz ist trocken, jedes Mal ein spannender Moment, geht er aus der Schalung raus, ist irgendwie alles so auch abgelaufen, wie man das geplant hat. Ist gut, ne? Hervorragend aus, das ist super. Jawohl, genau so muss es sein. Wir den gerade noch mal auf der Waage, oder? Der hat verloren. Tipptopp wieder. Ach. Wir kalibrieren jetzt die beiden Gießlinge auf Materialstärke. Das heißt, wir schleifen jetzt den Überschuss an Harz ab. Das sieht man ganz gut hier. Und wir wollen ja nachher wieder auf die Nussbaumoberfläche kommen. Die Tischplatte besteht aus 2 Teilen, denn im Ganzen passt sie nicht in die Schleifmaschine. Beim Gießen wurde das Material großzügig verteilt und die vielen Schleifdurchgänge garantieren die glatte, plane Oberfläche. Ich fräse jetzt hier in die Stirnkante meine Dominoverbinder ein. Das sind Flachdübel und die gewährleisten mir einfach, dass meine Oberkante als Bezugskante nachher bündig ist. An der Stelle sieht man jetzt ganz gut, dass ich hier jetzt zum Beispiel keinen mehr reinmachen kann. Einfach, weil ich sonst im Epoxidharz den Schatten vom Domino eventuell sehen kann durch Lichteinfall. Dass wir einfach vom Zeitfenster her kein Problem kriegen, teilen wir uns da jetzt auf. Der Robert übernimmt den Epoxidharzkleber-Part und ich den Weißleim-Part. Das bedeutet, ich leime jetzt hier mal die Löcher aus, wo die Dominos noch drin sind und Leim an jeder Stelle, wo Holz auf Holz trifft. Also das Epoxidharz hat das eine andere Härte, das hat ein bisschen eine andere Zusammenstellung. Das hat eine kürzere Trocknungszeit und das ist kein Gießharz als solches, sondern es läuft eher als Epoxidharzkleber. Was auf jeden Fall passiert ist, es wird wieder komplett belastbar. Das platzt. Ja, ist gut. Würde ich so lassen. Hier der Übergang ist minimal. Doch, ist tipptopp. Sind die beiden Tischplatten zusammengefügt, folgen mehrere Arbeitsschritte rund um die Tischkante.
Nachdem wir jetzt den Außenradius mit dem Schaftfräser gefräst haben, ist der nächste Arbeitsschritt. Wir verjüngen die Außenkante vom Tisch auf 1 cm, einfach, dass der Tisch filigran erscheint und die Transluzenz vom Harz dann richtig zur Geltung kommt. Das Ganze machen wir mit einem großen Planfräser, einfach um Materialabtrag zu haben und nicht ganz so viele Fräsdurchgänge zu haben. Speziell angefertigte Schablonen unterstützen die Arbeit an der Tischkante. Dennoch erfordert dieser Prozess viel Zeit und noch mehr Feingefühl. Der Rand des Tisches wird von 4 auf 1 Zentimeter verjüngt. Der Weg zur Schweizer Kante. Wir müssen uns erstmal unsere einzelnen Fräsbahnen, die leichten Überzähne, die wir haben, egalisieren. Das heißt, ich fange jetzt von Oberkörnung, habe ich da hinten alles stehen, ganz links bis rechts bis fein. Fangen wir an, das zu verschleifen, um da wieder eine ebene Fläche hinzukriegen, die einfach, wenn man unter den Tisch greift, sich wieder schön handschmeichlerisch anfühlt. Weiterschleifen auf der anderen Seite. Gut. Gut. Na, die Lappen. Okay. Gut. Ich öle gerade die Oberseite von der Tischplatte und fette da noch ein bisschen ein. Und ja, muss jetzt einfach gucken, dass ich einen gleichmäßigen Ölauftrag hinkriege. Und ja, dann gehe ich ein paar Mal quer zur Faser, ein paar Mal längs zur Faser und massiere das einfach schön ein. Und dann kann dann nachher, wenn ich das soweit habe, auch mal Julia kommen zum Gucken. Ich mal ein bisschen durchgucken. Ja. Und am Anfang auch gesagt hat, dass die Schweizer Kante da unter dem Ast vorscheinen soll. Klar, aber man sieht Ja, es. ja, genau. Also, guck. Der Wert dieses Unikats 6.500 €. Allein in der Platte stecken mehr als 100 Arbeitsstunden. Altes Nussbaumholz und Epoxidharz verbinden sich zu etwas Neuem. Exakt geplant, fast symbiotisch und doch ein Stück der Magie des Zufalls überlassen. Erst am Schluss zeigt sich das Ganze, was wir da für einen richtig, richtig schönen Tisch gebaut haben. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.